Oder du warst wirklich ein total schwieriges Kind früher. Ich hatte es wirklich nicht leicht mit dir. Nee, bei uns zu Hause ist alles super. Nee, mit René, wir verstehen uns super. Auch mit den Kindern ist alles ganz wunderbar. Jetzt reiß dich mal zusammen. Das Leben mit einer stark narzisstischen Mutter ist sehr schwer. Besonders auch, weil sie lügt. Und zwar lügt sie sehr oft. Früher in der Kindheit, aber heute auch als Erwachsener. Wenn man sich das mal genau hinschaut, ja, gibt es sehr häufige Lügen. Das sind manchmal Lügen im Kleinen, aber manchmal auch richtige Lebenslügen. Diese können einem Kind auch langfristig als Erwachsener wirklich schaden. Wieso erkennt man die vielleicht erst auch sehr spät oder auch gar nicht? Was sind das für Lügen? Wie kann man da für sich mehr Klarheit bekommen und auch seine ganz klaren Grenzen setzen? Das erkläre ich im heutigen Video und habe viele Tipps, am Ende natürlich auch wie gewohnt 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, das Lügen von stark narzisstischen Müttern, sowohl in der Kindheit als auch als Erwachsener, kann echt belastend sein. Deswegen finde ich dieses Video heute auch enorm wichtig. Wenn du eigene Gedanken hast zum Thema, super gerne, schreib es in die Kommentare, können wir uns natürlich auch wie immer austauschen. Und ansonsten gibt es ja auf meinem Kanal viele Videos zum Thema Narzissmus, psychische Gesundheit, gesunder Selbstwert, auch Thema hier in dem Video unter anderem. Und ja, abonniere super gern, wie gesagt, meinen Kanal. Jeden Samstag gibt es hier frischen Content. Dann verpasst du auch nichts mehr. Ihr wisst natürlich auch, eine einzelne Lüge macht noch lange keine krankhaft narzisstische Mutter aus. Aber es macht durchaus Sinn, wenn so ein paar Lügen wirklich früher schon waren, heute noch da sind, solltet ihr wirklich mal genauer hingucken. Ja, was sind so ganz typische Lügen? Ich habe das Ganze jetzt mal unterteilt. Einmal habe ich es genannt früher, also früher heißt für mich so Kindheit als Jugendlicher und heute, ihr seid ja wahrscheinlich, meisten von euch sind erwachsen, die es hier schauen, das heißt heute als Erwachsener, dass ihr das so ein bisschen mal anschauen könnt. Das eine ist dieser leidige Satz, was ich auch eben gesagt habe, du warst ja so ein schwieriges Kind früher. Immer wieder wird es betont von einer narzisstischen Mutter mit immer gleichen Beispielen, dass man als Kind doch so wahnsinnig schwierig gewesen ist. Die Mutter quasi mit ihrem schwierigen Schicksal, der doch so anstrengenden Tochter oder dem total anstrengenden Sohn. Als Kind, wenn man genau hinguckt, kann man sich eigentlich gar nicht so richtig erinnern, dass man so wirklich schwierig gewesen ist. Denn wenn man genau hinschaut, hat man sich doch an sich immer eher zurückgenommen und geguckt, wie die Stimmung bei der Mutter war. Ne? Und ja, zum Beispiel hier Karin. Ne? Karin kam bei der Einschulung wieder mal ins Plaudern sozusagen. Ihre Lieblingsgeschichten. Ach, Lina, du hast es ja so gut mit deiner kleinen Emily, die heute eingeschult worden ist. Ne? Die ist ja so pflegeleicht. Ich hingegen, ja, ich muss mal so sagen, ich hatte kein leichtes Schicksal. Ne? Und dann begann wieder mal ihre Geschichten. Lina war das angeblich so anstrengende Kind früher. Sie musste sie immer wieder aus der Schule abholen, weil sie ja ständig angeblich krank war. Und dann fand sie immer so schlechte Anschluss. Dann träumte sie in der Schule ständig. Darauf wurde sie dann von den Lehrern immer angesprochen, wenn sie beim Elternsprechtag war. Das war ja auch unangenehm. Sie konnte es sich gar nicht erklären. Ja, und dann auch immer diese Unordnung von Lina, die angeblich auch immer da war. Aber bei genauem Hinschauen, deswegen konnte Lina das auch nicht verstehen, heute als Erwachsene war Lina doch ein ganz normales Kind und auch sogar richtig ruhig, fast überangepasstes Kind. Sie hatte sogar ein Zeugnisstapel von ihrer Mutter bekommen von früher, wo drin stand, dass Lina eher ein sehr ruhiges Kind war, was noch nicht besonders selbstbewusst ist. Das konnte sich Lina auch nicht richtig erklären. Und sie war eigentlich auch ein Kind, das immer sehr viel Fantasie hatte und sehr kreativ war, aber ja, die sich das überhaupt nicht ausleben konnte. Und es war eher so, wenn man nämlich genau hinschaute, dass Lina sehr lebhaft war und gar nicht irgendwie schwierig, aber ihre Mutter einfach mit dem kompletten Mutterdasein überfordert und genervt war. Das nächste ist, ich habe so viel wegen dir nicht machen können. Beruflich und auch privat kann das sein. Ne? Wenn man als Sohn oder Tochter ja angeblich, hatten wir eben, so schwierig gewesen ist oder eben angeblich auch so oft krank gewesen ist oder eben so viel Aufmerksamkeit brauchte oder einfach
plötzlich da war, weil man ja geboren wurde. Das verkaufen sie einem ja auch oft so, dass man ein Unfall sozusagen, du warst ja nicht geplant und plötzlich dieses Jahr, dieser Klotz sozusagen im Leben, den man dann als Tochter oder Sohn ist und dieses schwere Schicksal, was man dann quasi immer mitschleppt, mitunter selten, nicht selten bis als Erwachsener. Und wenn man genau hinguckt, ist es aber so, dass diese narzisstische Mutter sich nicht wirklich gekümmert hat. Wenn man krank war, lag man zum Beispiel eher tagelang verlassen im eigenen Zimmer, ne? Oder man wurde überhaupt gar nicht umsorgt oder wurde sich gar nicht gekümmert. Man wurde vielleicht immer zu den Großeltern eher abgeschoben, weil die Mutter sich mal wieder ein paar Tage auf irgendeiner Reise oder einem Selbstfindungstrip befand. Und wenn man genau hinguckte, war sie vielleicht sogar unfassbar faul. Und es war eher eine gute Gelegenheit, dieses Kind bekommen zu haben, weil sie dann eben versorgt war und nicht arbeiten musste. Kinder, müsst ihr mal genau hingucken, werden generell als Ausrede genommen von stark narzisstischen Müttern, um eben Faulheit auszuleben. Denn in diesen Elternhäusern, narzisstischen Elternhäusern, im Extremfall übernehmen dort die eigenen Kinder die gesamte Arbeit. Das nennt sich Parentifizierung, hier oben und hier unten auch. Ja, und es ist eben ganz oft so, dass diesen Kindern gesagt wird, ah ja, wegen dir konnte ich so viel nicht machen, aber wie gesagt, die Realität sieht ganz anders aus. Das nächste ist auch, oh, ich habe so viel für dich getan. Da müsst ihr wirklich mal darauf achten, es ist wirklich wie ein Programm, was stark narzisstische Mütter immer wieder abspulen, das suggerieren sie eben sehr oft oder wollen es eben suggerieren, ich habe ja so viel getan. Ich glaube auch oft, das Selbstbild ist eben genau so, das glauben sie oft auch, dass sie wahnsinnig viel getan haben und deswegen natürlich auch eine gute Mutter sind. Man glaubt das eben, weil es gebetsmühlenartig ständig erwähnt wird. Hier wird das Aufopferungsvolle, habe ich noch gerade hier im Skript gefunden, ne, auch immer wieder betont, wie sie sich aufgeopfert haben, ihre Rolle eben auch. Nicht selten wird es dann auch mit so einer Sprache irgendwie unterlegt, wenn sie es erzählen. Angeblich haben sie in ihr Sohn, in ihre Tochter wirklich alles investiert, was sie hatten. Zeit, Geld, auch die Aufmerksamkeit. Und es sind immer die gleichen Geschichten, die man sich dort anhören kann. Bei genauem Hinschauen war es aber eben oder ist es eben nicht so gewesen, wenn man als Kind jetzt heute zurückguckt vielleicht, sondern es war eigentlich alles eine große Lüge. Und es war genau gegenteilig von dem, was die Mutter oft erzählt hat. Man wurde finanziell wahnsinnig kurz gehalten, musste ständig irgendwelche alten Sachen von anderen auftragen, hat keine neuen Sachen mal bekommen oder auch manchmal sogar Schuhe der Schwester, die viel zu klein waren und wenn man sagte, man hatte Schmerzen, wurde darauf gar nicht gehört. Aufmerksamkeit hat man auch nicht bekommen. Man wurde auch nicht in den Arm genommen und auch sonst zählten eigene Wünsche in der Kindheit überhaupt gar nicht. Und Zeit, sich zu kümmern, hat die eigene Mutter sich eigentlich auch nicht, wenn man genau hinguckt. Aber genau das Gegenteil erzählte sie immer und hatte dann auch immer das gleiche Beispiel parat. Sie hat nicht gekocht, sie hat die Tochter oder den Sohn eben nicht gefahren und bei den Hausaufgaben geholfen hat sie auch nicht. Erzählt aber heute genau das Gegenteil. Ja, Paula erinnert sich noch heute, wie sie so oft durch den Regen oder das schlechte Wetter lief und dann manchmal auch krank im Bett lag, weil der Bus nicht kam oder sie, ja, oder überhaupt gar nicht fuhr und sie wieder mal zu Fuß gehen musste. Manchmal kamen diese Erinnerungen hoch, wenn jemand zum Beispiel völlig durchnasst irgendwo durch den Regen ging, dann ging es wie ein Schauer durch sie durch, ne? Während sie mit dem Auto, sie war heute erwachsen, vorbeifuhr. Oder wenn sie hörte, ja heute, wie ihre beste Freundin sich so liebevoll um ihre Kinder kümmerte, wenn diese auch mal krank waren. Oder erinnerte sie sich daran, wie sie manchmal dann eben tagelang allein in ihrem Zimmer lag, abgestraft von der Mutter, weil sie nass geworden war, sich erkältet hatte auf dem Weg und sich eine Grippe zugezogen hatte und aus der Sicht der Mutter wieder einmal schuld daran war, dass sie nicht genug aufgepasst hatte und schon
wieder krank war und sie damit nervte. Also das ist auch etwas, ne, das kann auch eine große Lüge sein, eben, was sie angeblich gemacht haben. Und wenn ihr aber genau guckt, wow, sieht es komplett anders aus. Das nächste ist, dein Vater ist so schlimm gewesen, aber ich konnte mich wegen dir nicht trennen. Wenn ihr genau hinguckt, liegt die Ehe, gerade wenn beide Eltern stark narzisstisch sind, aber auch wenn nur einer sehr ausgeprägt narzisstisch sind, die Ehe liegt oft wirklich in den Scherben. Nicht selten gibt es eben diese Kombination, das darf man auch nicht verkennen, ja, dass zwei stark narzisstische Menschen eine Ehe führen. Eine Trennung kommt gerade in so einer Kombination aufgrund von Bequemlichkeit und auch toxischem Zusammenhalt gar nicht in Frage. Aber es werden oft die Töchter und Söhne genommen als Grund und Lüge, sich angeblich niemals trennen zu können. Auf diesen liegt dann, das fängt schon als Kind oft an, dass man das Gefühl so bekommt, ja, wegen dir, das geht jetzt nicht, ne? Dass wir von der Mama, die Mama können wir jetzt hier nicht alleine lassen, also dass eine große, große Last drauf liegt. Und dass diese Eltern eben etwas scheinbar ausgehalten haben, dabei ist das bei genauem Hinschauen, muss man wirklich sagen, oft eine Lebenslüge. Also sie haben es sich selber relativ bequem eingerichtet, erzählen aber immer ihren Kindern, dass es komplett anders war. Bei Jan klingelte gerade mal wieder das Telefon. Oh nein, er schaut aufs Display, wieder seine Mutter. Das war heute schon das zweite Mal, dass sie anrief. Dabei war er kurz vor einem wichtigen Meeting, aber ansonsten hörte sie überhaupt nicht auf, ihn auch mit WhatsApp zu nerven. Also ging er kurz dran. Was ist denn? Junge, ich muss dir was sagen. Du musst die Woche jetzt doch noch kommen. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, dass das Holz fürs Osterfeuer abgeholt wird. Und du weißt, ich schaffe das nicht kräftemäßig. Das schaffe ich nicht. Oh, du musst doch noch kommen. Und Jan, ja, stöhnte nur wieder. Ja, Mama, ich mache das. Ich gucke, wie ich es einrichten kann, legte er auf. Es stresste ihn wieder total. Und er merkte schon wieder, wie sein Herz bubbelte. Und das gab nur wieder Stress mit seiner Frau. Ja, aber es war immer so. Er hatte dieses verdammt schlechte Gewissen seiner Mutter gegenüber. Er konnte sich einfach nicht abgrenzen. Ja. Denn sie war bis zum Tod des Vaters eben bei ihm geblieben und sie sagte immer, es war doch nur wegen ihm. Sie hat es doch nur wegen ihm ausgehalten, damit es ihm gut geht und damit er dieses schöne Zuhause hatte. Sie wollte unbedingt, dass er doch in einer Familie groß wird und nicht ein Scheidungskind wird, wie es so viele doch waren. Aber wie oft hatte Jan schon gedacht, es wäre für ihn viel, viel besser gewesen, wäre deine Mutter doch einfach mit ihm ausgezogen. Denn seine Mutter hatte mit dem Vater gar nicht so viel Stress, aber er hatte wirklich teilweise die Hölle auf Erden. Aber trotzdem verkaufte es sie ihm bis heute, dass sie sagte, nein, sie wäre nur für ihn, damit es ihm gut geht, bei dem Vater geblieben. Und das triggerte bei ihm, auch wenn er der ganzen Sache jetzt immer mehr Klarheit abgewann, immer mehr das schlechte Gewissen. Also das ist auch sehr, sehr häufig dieses ganz schlechte Gewissen, wegen dass narzisstische Mütter ihren Kindern, Söhnen und Töchtern einreden, wegen dir, ne, habe ich etwas nicht getan, habe ich eben Lebensentscheidungen nicht getroffen und man hat ein schlechtes Gewissen, obwohl man das gar nicht haben muss. Aber das kann einen sehr stark triggern. Keiner mochte dich früher. Das kann auch sein, ne, das passt, wie ich finde, auch so zum ersten Punkt nach dem Motto, du bist nicht liebenswert gewesen. Als Kind glaubt man es, als Jugendlicher mitunter auch, weil man auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mitunter und auch wirklich stark in der Schule vielleicht gemobbt und ausgeschlossen wurde. Der Ursprung liegt aber darin, sich eben falsche Freunde gesucht zu haben aufgrund des ungesunden Elternhauses. Habe ich euch schon sehr oft gesagt, passt auch, ist gerade auch Thema in meinem aktuellen Buch nochmal detailliert, auch beim Kanal findet ihr, in meinem Buch ist nochmal ausführlich. Man hat oft ein stark narzisstisches Elternhaus, ungesundes Elternhaus und sucht sich blöderweise aus verschiedenen Gründen ein sehr ähnliches Umfeld. Hier, ne? Das Buch nochmal, habe ich euch nochmal verlinkt auch. Und man hat dann von zu Hause schon dieses Selbstbild ein, ich bin nichts wert und von diesen Freunden auch noch, ich bin nichts wert und ich bin eben nicht liebenswert. Und daraus wird dann auch gemacht und das ist ja eben auch oft
narzisstische Eltern dann nicht sagen, doch, du bist doch toll und so weiter, sondern eher mal sagen, naja, guck mal auf dich, warum dich alle ausschließen, was bei dir so falsch gelaufen ist. Und das verformt sich dann zu einem komischen Bild und wird durch diese Lüge, und dann werden auch vielleicht noch Geschichten rausgeholt, ich erinnere mich, ja, du bist ja früher schon immer ausgeschlossen worden, ja, das war ja schwierig mit dir früher. Also eher mal diese Geschichten, die auch rausgeholt werden, also das Verankerte im Kopf, diese Lüge, nicht liebenswert. Dabei, wenn ihr genau hinguckt, wart ihr wahrscheinlich sehr, sehr liebenswerte Kinder. Ich habe es in meinem Leben nicht leicht gehabt. Das kann auch eine wirkliche Lebenslüge einer statt narzisstischen Mutter sein, die man aber trotzdem noch ewig glaubt. Das ist eine Leier, habe ich sie genannt, die man wirklich schon, seitdem man klein ist, eigentlich auch kennt. So dieses Image, Mama hat es doch so schwer, die arme Mama, mit der man dann auch später viel, viel entschuldigt. Ne? Wenn man aber genau hinguckt, wirklich nüchtern auch manchmal auf das Leben narzisstischer Mütter, dann haben sie beim genauen Hinsehen tatsächlich gar nicht so ein schlimmes Leben, sondern häufig auch ein sehr entspanntes Leben. Ne? Denn die eigenen Kinder müssen schon sehr, sehr früh dieser Mutter im Haushalt und auch sonst helfen und viel managen. Vielleicht hat diese Mutter auch schon sehr früh eine Reinigungskraft zu Hause gehabt, die sie unterstützt hat. Vielleicht auch Babysitter oder hat das Kind schon sehr, sehr früh, sehr lange in den Kindergarten gebracht, obwohl sie den ganzen Tag selber zu Hause war. Oder sie hat sie bei den Großeltern oder irgendwo anders geparkt und auch gerne abgeliefert. Sie erzählt vielleicht auch immer von ihrer schweren Kindheit, die aber gar nicht so schwer war. Das kann sein, ja, es kann auch anders sein. Es kann auch sein, dass sie eine schwere Vergangenheit hatte, ja, muss aber auch sagen, statt narzisstische Mütter suhlen sich eher da drin, die sagen nicht, ja, ich hatte das und jetzt muss ich aber gucken und gehe mit meinen Kindern nicht genauso um, sondern für sie ist es ein probates Mittel und Programm sozusagen auch, dadurch immer weiter im Leben Vorteile zu generieren. Und da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Oder man muss sagen, sie war narzisstische Mutter vielleicht auch einfach verwöhnt und nicht belastbar. Das traut man sich aber auch selber vielleicht als Erwachsener gar nicht mehr zu sagen und auch nicht zu denken, weil man sich dann undankbar fühlt. Also man erkennt mitunter vielleicht schon, ihr seid vielleicht erwachsen und kennt schon, naja, aber irgendwie, wenn man so sieht, was sie so geschafft hat, ist es nicht wirklich viel gewesen am Tag. Ja? Aber das sieht sie nicht, sondern sieht immer nur, wie schwer sie es irgendwie auch hatte. Und es ging schon wieder los. Ne? Tamara hatte ihrer Mutter jetzt endlich mal eine Grenze gezogen. Sie hatte ihr gesagt, dass sie es nicht okay fand, dass sie ihrer Schwester einfach mal so ihre geliebte Schallplattensammlung von früher mitgegeben hat und dass sie es unmöglich fand, wie sie manchmal mit ihr generell, wie grenzüberschreitend sie mit ihr umging. Da ging es wieder los. Die Lebensleier und ja, irgendwie auch Lebenslügermutter. Ich habe es nicht leicht gemacht, weinte sie. Ich musste früher so viel machen, ich habe so viel auch im Kopf. Ja, und ja, Tamara hatte erst schon wieder Mitleid, weil sie sich wieder so schlecht fühlte, als undankbare Tochter auch. Aber sie diesmal stieg sie nicht drauf ein und sagte, ja Mama, aber das brauchen wir doch jetzt nicht wieder zu diskutieren. Darum geht es ja momentan auch gar nicht. Und dann wechselte das Ganze ganz, ganz schnell von dieser Leier in einen harschen Ton und ganz schnell in den Hass der Mutter, den sie zu spüren bekam. Tamara, du bist wirklich undankbar. Als wenn eine Schallplattensammlung hier wirklich, ist doch egal, da musst du mit deiner Schwester austauschen, als wenn das hier jetzt wirklich Relevanz hat. Ich habe mich so um dich gekümmert und da wechselte auch ihr Ton. Das habt ihr zum Beispiel auch sehr, sehr oft, wenn ihr da Grenzen setzt. Ne? Dann kann es auch als nächstes sein, die eigene Lebenslüge sozusagen, die man mitlebt. Man kennt vielleicht aus einer narzisstischen Familie schon so Familiengeheimnisse und die werden verschwiegen. Auch innerhalb der Familie. Es ist so ein bisschen wie ein Theaterstück, aber es ist kein Theaterstück, es ist ja das realistische Leben. Die Lügen werden dann so zur gelebten Realität und das fühlt sich wirklich oft falsch und komisch an. Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an. Ich erkläre euch mal an einem Beispiel etwas. Jeder in der Familie wusste es. Ne? Der Vater ging ständig fremd, die Ehe der Eltern lag wirklich schon lange, lange in Scherben. Aber je schlimmer es lief, umso verlogener wurde es in der Familie nach außen. Es wurde das zweite Mal aufwendig geheiratet, offene Liebesbekundungen, fast täglich auf Social Media, die eher cringe waren. Es gab weitere gemeinsame Investitionen der Eltern
Es war komisch, aber wirklich keiner sagte was. Alles, was Paul und seine Schwester Sophie kannten, waren eben diese Liebes- und Lebenslügen und dieses Theater um die Ehe der Eltern. Also das habt ihr auch sehr oft, also wenn ihr in so einem Elternhaus aufwachst, dass die Ehe eigentlich völlig im Eimer ist, ja, und aber das ist wie so ein Theaterstück und da darf man auch nichts kritisieren. Nach außen ist immer alles total schön und alles ganz wunderbar und dann lebt man quasi diese Lebenslüge und diese Lüge auch der narzisstischen Mutter mit. Komme ich zum nächsten Jahr. Vermarktung der Lügen nach außen. Das habt ihr im ganz normalen Alltag, dass sich Mütter, dass sich Frauen so als narzisstische Frauen, als Mütter so total identifizieren und sich so ganz toll feiern lassen, geben Erziehungstipp, haben immer hier und da auch mal einen Ratschlag, ja, und spielen sich auch immer ganz vorne auf, wenn sie andere kritisieren, was die nicht alles falsch machen. Da habe ich hier oben und hier unten nochmal ein Video. Es kann aber auch, es gibt auch im ganzen Social-Media-Bereich, ich sage mal, wenn sich das Ganze schon traurigerweise professionalisiert hat, die narzisstische Mutter ist zum Beispiel Momfluencerin und sie lächelt ins Netz und zeigt sich strahlend erfolgreich und als die perfekte Mutter, die sogar im schlimmsten Fall noch Erziehungstipps gibt. Doch hinter verschlossenen Türen, im Extremfall, quälen die dann ihre Kinder. Ja? Täglich werden Geschichten erfunden, damit auch etwas passiert. Schließlich muss die Community ja bedient werden und alles wird kontrolliert und überwacht und als total spontan verkauft. Als Kind lernt man dann in so einem Elternhaus, dass man mitmachen muss, wie ein Statist vor der Kamera, aber eben auch hinter diese Lüge eben mitzuerleben. Los, Mia, zieh dich an. Die kleine Mia war noch ganz verschlafen, aber Laura kannte mit ihr keine Gnade. Heute machen wir was zum Frühstück. Ich habe eine Kooperation. Nun komm schon, zog sie die Kleine ganz grob aus ihrem Bettchen. Mach hin. Wo ist dein Bruder Jonas? Los. Mach hin. Hinsetzen, los. Mia, zeig noch mal ein bisschen mehr so deinen verletzten Arm von gestern hier. Das kommt ganz gut. Mehr ins Licht jetzt. Ihr wisst doch, wie das läuft, Mensch. Ja, so wuchsen Mia und Jonas auf. Ihre Mutter war sich eine nur mäßig erfolgreiche Momfluencerin. Sie gab tatsächlich Erziehungstipps und sie wollte unbedingt ihr großes Ziel ins Fernsehen kommen. Ihre Kinder hatten aber bei genauem Hinsehen eine wirklich schreckliche Kindheit. Sie quälte sie, wirklich war kühl, aber ja, alle lebten diese Lüge nach außen mit, auch ihr Mann, denn der war froh, dass die Frau beschäftigt war und er konnte sich so auf sich und sein eigenes Leben konzentrieren. Also das ist etwas, sehr, sehr extrem, wenn es in diesen Vermarktungsbereich geht, der aber durchaus auch ja zu unserer Welt gehört und man immer auch kritisch hingucken sollte, das sage ich euch so oft. Dann heute, also ich habe ja gesagt früher, jetzt kommen wir zu heute, das ist Flunkereien im Alltag. Das ist auch etwas, das habe ich jetzt nicht gefunden, was du da gesagt hast. Da hast du mir aber eine ganz, ganz andere Zeit gesagt. Das sind so typische Aussagen, Alltagslügen einer narzisstischen Mutter. Sie schnüffelt vielleicht auch ganz viel herum im alten Zimmer, was man noch zu Hause hat, aber auch neulich. Da war man im Urlaub und dann sollte sie die Pflanzen gießen und als man aus dem Urlaub zurückkam, merkte man, dass einige Dokumente ganz hinten im Schrank nicht mehr so lagen, wie sie liegen sollten. Es ging um finanzielle Themen und um Verdienstbescheinigungen und da sind narzisstische Mütter auch ganz vorne mit dabei, zu schnüffeln und eben auch, weil sie so neugierig sind, das dann zu leugnen. Ach, das habe ich gar nicht gewusst, auch eine typische Aussage einer narzisstischen Mutter. Sie sabotieren nämlich ständig, wenn man unter anderem auch ihre Hilfe braucht. Sie helfen nicht, wenn man ihre Hilfe braucht und stören so das Familienleben. Nein, Sarah, sagte die narzisstische Mutter, das wusste ich nicht, dass ich um 3 Uhr da sein soll. Das hast du nie gesagt, sagte Renate zu ihrer Tochter. Aber Mama, ich hatte dir das doch per WhatsApp gesendet, die hast du doch auch noch gelesen. Nein, das habe ich nicht, sagte Renate. Aber sie hatte es gelesen und das wusste ihre Tochter auch Sarah wirklich. Es war immer das Gleiche. Immer dann, wenn es wirklich wichtig war für Sarah, vertat sich ihre Mutter angeblich im Termin. War das wirklich Zufall oder log sie wirklich absichtlich an? Und das ist auch so, wie gesagt, sie gönnen ihren Kindern oft auch nicht ein entspanntes Leben.
eigene Familie, dann drängen sie oft ihre Hilfe aus, aber was sie machen, ist häufig auch dann zu sabotieren und eigentlich viel mehr Stress zu bringen, als dass sie irgendwie helfen. Das nächste ist, sie lügen den Vater an und der Vater irgendwie sie. Ich habe euch das gesagt, das kann als Kind schon echt ein Programm sein, dass man quasi in so einer Fake-Welt lebt, in so einem Theaterstück. Und das ist etwas, das kann als Erwachsener noch immer so sein, denn Lügen ist in diesen stark narzisstischen Familien eigentlich völlig normal. Und eiskalt muss man wirklich sagen, belügen sie einfach jeden. Ja, sie lügen im Beisein ihrer erwachsenen Kinder andere Menschen an. Und man denkt sich als Kind immer, das stimmt doch nicht. Das ist doch überhaupt nicht real, das ist doch überhaupt nicht die Realität und schüttelt eigentlich immer wieder innerlich den Kopf. Ja, sagte Marianne, als sie mit ihrer Tochter Nina unterwegs war und eine Nachbarin dort traf, die eigentlich ihre Freundin sein. Ja, die Lea, die Große, die kommt nicht zu meinem Geburtstag. Sie wäre wirklich gerne gekommen, hat sie mir heute auch nochmal geschrieben. Aber sie kommt nicht, sie hat keine Zeit, aber sie hat mir auch schon was geschickt. Das ist wirklich, die schenkt mir ja immer so viel, ne? Und und die Schwester Nina stand daneben, sagte nichts und ging dann mit ihrer Mutter weg. Warum log ihre Mutter jetzt schon wieder? Das stimmte überhaupt gar nicht. Ihre Schwester und ihre Mutter hatten sich vor langer Zeit zerstritten, weil ihre Mutter immer wieder ihrer Schwester gegenüber übergriffig war. Sie hatte überhaupt nicht zugesagt. Sie hatte abgesagt. Sie hatte ihr auch kein Geschenk geschickt. Und auf der Feier wurde es dann noch schräger. Da erzählte Marianne plötzlich auch wieder von ihrer Tochter. Dann auf einmal fing sie an, sie würde auch demnächst ein Grundstück von ihrem Onkel Klaus wahrscheinlich erben. Und auch das stimmte überhaupt gar nicht. Klaus hatte einen Sohn und warum sollte er der Mutter etwas vererben? Aber sie wollte wieder einmal glänzen. Ihre Mutter, hatte sie das Gefühl, lebte manchmal wirklich in ihrer eigenen Fantasiewelt. Und das ist auch oft so, ist natürlich schon sehr drüber, was ich gerade erzählt habe, aber dass sie wirklich so komische Lügen kreieren, sich dann immer toll dastehen wollen und dass alles nicht stimmt, man das aber als Kind, wie gesagt, schon kennt, als Jugendlicher irgendwie sieht und da vielleicht auch Sorgen hat, dann eben Grenzen zu setzen, komme ich gleich noch drauf. Das muss man auch sagen, bei Bekannten über Freunde lästert sie und wenn diese weg sind oder erzählt halt Lügen rum. Weil ich schon oft gesagt habe, Narzissten sind wahnsinnig illoyal, auch richtig guten Freunden gegenüber, ja, so sind auch narzisstische Mütter. Das sind Lästerschwestern super oft. Und das ist aber für ein Kind als Erwachsener auch manchmal total merkwürdig, wenn man gar nicht weiß, wie Allianzen jetzt gerade liegen. Vanessa war geschockt. Hatte ihre Patentante Gudrun wirklich solche bösen Dinge gesagt? Sie konnte es gar nicht glauben. Goody, so nannte sie liebevoll doch, war doch immer so lieb zu ihr. Aber sie wollte ihrer Mutter da eigentlich jetzt auch nicht in den Rücken fallen. Und wusste jetzt aber auch nicht, ob sie Goody jetzt wirklich zu ihrer Hochzeit nicht einladen sollte, weil sie so böse Sachen über sie sagte, was ihre Mutter ihr gerade erzählt hatte. Dabei stimmte das, wenn man genau hinguckte, gar nicht, was ihre Mutter über Goody erzählte. Aber Goody war der Mutter ein Dorn im Auge. Die beiden verstanden sich so gut. Und Goody hatte sie auch sogar schon mal besucht. Und wenn sie jetzt zur Hochzeit kommen würde, würde sie die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Also war ein probates Mittel für sie, dort wirklich zu lügen und Goody mal wieder in einem schlechten Licht dazustehen. Das machen sie super oft auch, dass sie eben, wie gesagt, andere Leute dann schlecht dastehen lassen, Lügen verbreiten zum eigenen Vorteil. Sie stärken sich und ihre Rolle über Lügen, Gift im Umfeld und Unfrieden innerhalb der Familie eben auch zu streuen. Das ist eben im bösartigen Bereich leider oft der Fall. Dann habe ich noch Geschwister. Da müsst ihr auch mal drauf achten, Geschwister hier oben, hier unten. Also das ist auch mal eine ganz besondere Beziehung oft. Und auch da wird aber oft gelogen. Sie lügen, was andere Geschwister bekommen haben, um Neid hervorzurufen. Sie lügen, was die anderen Geschwistern gesagt haben, diese narzisstischen Mütter. Sie erzählen falsche Dinge über Geschwister und auch, was diese angeblich über einen selbst gesagt haben. Also das ist auch, da ist ganz viel Verwirrung drin, soll es aber auch Missgunst und Neid soll getriggert werden und Unfrieden zwischen den Geschwistern, denn das mögen stark narzisstische Mütter leider oft, auch wenn sie das Gegenteil predigen. Das nächste ist Lügen nach Konfrontation von früher.
Das war alles ganz anders. Wenn man sie mit ihrem Verhalten, ihren Lügengeschichten auch konfrontierte, ganz oft, das war ganz anders. Sie macht Vorwürfe, wenn man das Gespräch sucht und Antworten und Klärung der Lügen will. Das kann auch sein, dass es sofort umswitcht mit Vorwürfen. Und dann kommt sehr oft diese Hammerkeule Undankbarkeit. Aber auch da diese Konfrontation einer narzisstischen Mutter von früher, einem Vater. Hier oben und hier unten habe ich mal ein extra Video zu gemacht, weil ich es so wichtig finde. Ja, jetzt die kurze Erläuterung, warum lügen Sie so oft? Ja, Sie kennen es seit der Kindheit, muss man sagen, Sie kommen oft aus einer Lügenwelt. Erklärt vieles, entschuldigt nichts, das ist mal ganz wichtig. Sie wollen ein anderes Bild von sich vermitteln, als es in der Realität ist. Also Sie haben so ein Selbstbild von sich als die aufopferungsvolle Mutter, das Opfer, ja, oder die ganz engagierte Mutter oder so, aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil oft der Fall. Sie wollen ihren geringen Selbstwert damit stabilisieren, sich eben als super tolle Mutter darzustellen. Sie lieben es auch, so zu verunsichern und zu kontrollieren oder auch Unfrieden zu stiften, ne? Mit der Tante Gutti zum Beispiel, mit Geschwistern, das ist auch oft so. Sie glauben auch, andere merken es nicht, weil sie sich ja oft als super schlau sehen und immer denken, na, die anderen raffen das nicht, unterhalten sich ja auch nicht. Naja, ist oft zum Glück nicht der Fall. Sie mögen es eben, Unfrieden zu stiften. Auch wenn sie die großen Prediger des Friedens sind, sind sie genau das andere, sie sind Brandstifter. Sie sind wirklich, sie züngeln halt, zündeln, ne, im Hintergrund. Das müsst ihr darauf achten. Sie haben oftmals leider keine Moral, also das ist auch, sie sind oft die Moralapostel der Gesellschaft und auch in der Familie Moral. Aber im Endeffekt sieht es mit der eigenen Moral nicht so aus. Sie lügen halt, wie gesagt, oft. Über die Lügen wird ein falsches und schlechtes Bild der Tochter oder des Sohns kreiert, die das lange glauben und denken, dass sie nicht liebenswert waren oder vielleicht sogar auch nicht sind. Das habe ich zu Beginn ja gesagt, immer dieses Bild zu kreieren. Du musst dich vorstellen, wenn du als Kind, als Jugendlicher, du bist nicht liebenswert, du kannst nichts und andere mochten dich auch nicht und du warst schwierig. Das ist ja etwas, das macht was mit einem. Wenn man sich dann noch so ein Umfeld sucht, glaubt man es irgendwann wirklich. Dabei ist es überhaupt nicht so und das kann aber wirklich fatale Auswirkungen haben. Warum macht man das mit und akzeptiert diese Lügen lange? Das kann verschiedene Ursachen haben. Man kann es gewohnt sein dass das eben so ist und dass man diese Lügen quasi auch überhört, akzeptiert, dieses Theaterstück mitmacht. Ja, man soll auch eine narzisstische Mutter nicht hinterfragen, man soll sie auch nicht kritisieren. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Und wenn man mit einer Lüge konfrontiert, und sagt, hey, das stimmt doch nicht oder so, dann ist ganz oft eine starke Reaktion da. Denn dann kann es auch sein, dass man seiner eigenen Wahrnehmung nicht so wirklich traut. Selbstwert, ne? Selbstvertrauen. Sich selbst zu vertrauen wird ja in so einer Kindheit als Jugendlicher sehr stark beeinflusst, also negativ beeinflusst. Man hat Sorge, ausgestoßen zu werden. Ne? Wenn man da jetzt irgendwas ins Rollen bringt, dann ist man auf einmal Teil nicht mehr der Familie. Das wäre ja ganz schrecklich, glaubt man. Man traut einer narzisstischen Mutter diese bösartigen Lügen im Extremfall, also wirklich im Extremfall, Narzissmus hat eine große Bandbreite, Extremfall einfach gar nicht zu. Das ist manchmal auch echt schockierend, wenn einem plötzlich vielleicht Dinge kommen und sagt, oh, das stimmt überhaupt nicht. Ja, es kann auch manchmal nach Jahren, Jahrzehnten passieren, dass immer so irgendwas aufploppt und dann denkt man, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt es leider. Man lebt in einer Zirkuswelt aus Schein und Lügen. Ne, das habe ich euch ja auch gesagt. Also das ist wirklich Fake-Theater, dass man das so kennt. Und die Reaktion auf Konfrontation schreckt ab. Da nochmal 2 Worte dazu. Wie kann eine Reaktion sein, wenn man eine narzisstische Mutter mit ihrer Lüge, ihren Lügen konfrontiert? Sie wird laut, macht einem Vorwürfe und beginnt ein anderes Thema und plötzlich weiß man gar nicht, wie einem geschieht. Sie schweigt. Als ganz langes Schweigen, oft Monate, Tage, Wochen, Jahre mitunter, weil sie so gekränkt ist. Sie sucht sich einen Verbündeten, der ihr das Gegenteil bestätigt. Das ist auch oft so, ne? Sag mal hier, ne? Sagt sie zu ihrem Mann, das stimmt doch nicht. Und dann manchmal, ist auch ganz krass, tun sich dann auch ungesunde narzisstische Eltern zusammen. Und auf einmal denkt man so, oh, liege ich vielleicht doch falsch oder kriegt Angst. Sie zweifeln an der Wahrnehmung des Gegenübers, machen Narzissten ja auch super oft. Ne? Du bist doch psychisch krank mit deiner Wahrnehmung. Was machst du denn da jetzt? Was wühlst du denn in der Vergangenheit rum?
Ja, mit dir stimmt doch was nicht. Auch super oft, so wenn sie es ganz krass ablehnen. Ja, wie mit alten und aktuellen Lügen einer narzisstischen Mutter umgehen. Einen Schwung Tipps nochmal von mir. Das eine ist zu erkennen und sich und nicht zu entschuldigen. Das ist so wichtig. Und ich sage euch deswegen auch eben schon, es kann wirklich, wenn man sich diesem Thema annähert, das kann von einem kleinen zu einem relativ komplexen Thema werden, weil vielleicht viel mehr hochkommt zu merken, hey, stimmte das überhaupt? War das überhaupt richtig? Und auch das eigene Selbstbild plötzlich einen anderen Anstrich bekommt. Man denkt, hey, war ich wirklich so? Und das finde ich aber auch wichtig, ne? Zu sehen, dass eine Mutter lügt und dass das schon immer so war. Das kann sehr schmerzen, weil es das Bild dieser Mutter verändert und ein Stück Realität, aber es natürlich auch sieht, was man selber mitmachen musste, ne? Das ist aber auch alles ein Prozess und diesen Prozess auch reifen zu lassen. Realität eben einziehen zu lassen, ihr Lieben, das ist wichtig. Die Realität ist manchmal echt hart. Also das zu sehen, weil man halt sehr lange damit mitunter auch dran geglaubt hat, mitgelebt hat, heute vielleicht als Erwachsener noch mitlebt. Aber wirklich das zu checken, zu überprüfen, wie ist es aktuell, wie ist die Vergangenheit und sich viel mehr jetzt auch mal lernen zu vertrauen, wenn ihr mal sagt, Mensch, das war doch früher anders. Darauf auch wirklich mal zu vertrauen, zu sagen, nein, meine Wahrnehmung stimmt. Mein Gegenüber, meine Mutter wollte mir es aber anders oder hat es mir anders gesagt. Und auch mit anderen zusammen mal sich darüber auch so zu unterhalten. Ja, auch mal vielleicht von früher, Leute, Mensch, war das wirklich so, war das anders? Wenn ihr da Leute habt, die euch aber gut tun, dann müsst ihr auch aufpassen. Ne? Wie gesagt, oft leider auch so schwierige Freunde von früher, da zu gucken. Das Wirken lassen, neue Gedanken, sich Zeit nehmen, wenn Fragen und Überlegungen auftauchen. Im Übrigen könnt ihr mich auch immer kontaktieren, wenn ihr wollt. Können wir auch zu dem Thema mal schauen und mal überlegen, was ihr noch so machen könnt. Kann ich euch auch gerne ein paar individuelle Tipps geben, klar. Dann Grenzen setzen, ganz klar. Das versuchen jetzt zu lernen. Bei einer Lüge, eine Lüge nicht mitzumachen. Ja, das ist wichtig. Da eine Realität einzusetzen, das war nicht richtig, Mama, das stimmt so nicht, das ist nicht in Ordnung. Oder auch, ne, es war ja vorhin schon so schön ein Beispiel zu sagen, nein, Mama, das ist jetzt nicht das Thema. Ja, und ganz, ganz klar diese Lügen, als Lebenslügen erstmal zu sehen, aber auch diese ganz klaren Jetzt-Lügen zu unterbinden und seine Grenzen zu setzen, da nicht mitzumachen. Alte Lügen und neue Lügen habe ich es genannt. 3 Fragen. Das erste ist, kennst du diese Lügen von deiner Mutter, vielleicht eine narzisstische Mutter? Das zweite ist, welche waren das und was haben sie mit dir gemacht? Und das dritte ist, wenn du dir die einzelnen Lügen oder Themen mal anschaust, was genau war das oft? Wie sieht die Realität aber aus und wie kannst du da ein besseres und klareres Bild machen? So, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne. Schickt super gerne an jemanden, dem es weiterhelfen könnte. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne bei mir. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Woche. Dieses Video ist vorproduziert. Ich werde jetzt bestimmt, was mache ich heute noch? Mal gucken. Vielleicht gehe ich noch mal eine Runde joggen. Ich mache immer sehr viel Sport und wünsche euch eine zauberhafte Woche und freue mich total, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann, tschüss.